Julian Assange wird in die USA ausgeliefert. Dafür hat die britische Innenministerin Patel jedenfalls die nötige Anweisung unterschrieben und damit die Chancen für Assange deutlich gesenkt, in Großbritannien bleiben zu können. Endgültig ist die Entscheidung zwar nicht, denn Assange kann vor Gericht ziehen, aber bereits im April hatte er einen Prozess verloren und die Auslieferung war formal erlaubt worden. Julian Assange. Er ist der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, der unter anderem Kriegsverbrechen der US-Armee in Afghanistan und im Irak aufgedeckt hat. Die aktuellen Versuche der Vereinigten Staaten von Amerika, Assange ausgeliefert zu bekommen, ziehen sich schon seit Mitte 2019. Damals hatten die US-Behörden Großbritannien um die Auslieferung gebeten, was dann in zahlreichen Gerichtsprozessen geendet ist, die entscheiden mussten, ob Assanges Haftbedingungen auch in den USA angemessen wären. Letztlich können wir erst einmal festhalten, dass Assange seit April 2022 formal ausgeliefert werden darf und Innenministerin Priti Patel jetzt auch die nötigen Schritte eingeleitet hat. Sie erklärte dazu: Die Gerichte des Vereinigten Königreichs haben nicht festgestellt, dass die Auslieferung Assanges unterdrückend und ungerecht wäre. Sie haben auch nicht festgestellt, dass die Auslieferung mit seinen Menschenrechten unvereinbar wäre, auch nicht in Bezug auf ein faires Verfahren oder seiner Gesundheit. Wie zu Anfang schon gesagt, ist diese Entscheidung immer noch nicht ganz endgültig, denn Assange hat ab jetzt 14 Tage Zeit, in Berufung zu gehen. Und dieses Recht will er auch nutzen. WikiLeaks hat kurz nach der Entscheidung der britischen Regierung ein Statement veröffentlicht und darin angekündigt, vor den obersten Gerichtshof zu ziehen. Es sei ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit und die britische Demokratie, teilte die Plattform mit. Auch einige weitere Nichtregierungsorganisationen und Medien haben die Entscheidung der Innenministerin kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schrieb zum Beispiel: Die Entscheidung setze Assange vor einem großen Risiko aus und sei ein abschreckendes Signal an alle Journalisten weltweit. Einer von Assanges Anwälten aus den USA, Barry Pollack, erklärte, es sei eine enttäuschende Nachricht, die alle beunruhigen sollte, die sich für Meinungsfreiheit interessierten. Der Deutsche Journalistenverband forderte die US-Behörden dazu auf, die Anklage fallen zu lassen. Der Auslieferungsantrag steht vor allem in der Kritik, da er laut Unterstützern von Assange dessen Gesundheitszustand gefährde und andererseits es ein fatales Signal für den investigativen Journalismus wäre, wenn ein Whistleblower von Kriegsverbrechen als Spion angeklagt würde. Ob Assange nach dieser Entscheidung wirklich ausgeliefert wird, ist erstmal offen. Es gab bisher sowohl Gerichte, die eine Auslieferung abgelehnt haben, als auch Gerichte, die die Bedingungen in den USA in Ordnung fanden. Der Supreme Court, der sich nun damit befassen muss, hatte eine Berufung zuletzt abgelehnt. Sollte dieser erneut einer Auslieferung zustimmen, könnte Assange noch in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen. Ihm drohen in den USA übrigens 175 Jahre Haft. Warum genau und wie lange seine Verfolgung durch Behörden verschiedener Länder nun schon dauert, dazu jetzt. Vorher aber noch ganz kurz zu Assanges Leben. Er wurde 1971 in Melbourne im Südosten Australiens als Julian Hawkins geboren. Er gründete dann 2006 die Plattform WikiLeaks, gemeinsam mit noch 4 anderen Personen. Die genauen Umstände sind nicht ganz klar. Bis 2010 veröffentlichte die Plattform dann verschiedene, bis dahin geheime Dokumente. Davon betroffen waren Banken, Staaten und Armeen, die aber alle keine Riesenaufmerksamkeit erregten. Der Durchbruch, wie man bei Autoren und Schauspielern sagen würde, kam dann 2010. In diesem Jahr veröffentlichte WikiLeaks zunächst geheime Dokumente des amerikanischen Militärs zu den Einsätzen in Afghanistan und im Irakkrieg, die als Kriegstagebücher bekannt geworden sind und die die Tötung von zahlreichen Zivilisten und Journalisten offenlegte. Am prominentesten ist hier ein Video aus dem Irakkrieg, das zeigt, wie das amerikanische Militär gezielt Journalisten und andere Zivilisten ermordet. Einige Monate später enthüllte WikiLeaks dann eine Sammlung an Telegrammen von vielen US-Botschaften auf der ganzen Welt an das US-Außenministerium. Von den insgesamt 250.000 Dokumenten waren über 100.000 als vertraulich und geheim eingestuft worden. Die Enthüllungen dieser Telegramme werden auch als Cablegate bezeichnet. Die Dokumente zu den Leaks findet ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie unsere Quellen. Diese Enthüllungen sorgten international für große Aufmerksamkeit und schließlich wurde Assange so zum Ziel der US-Regierung und den Behörden. Und auch in der US-amerikanischen Öffentlichkeit hat Assange viele Gegner. Mehrere Politiker und Medienkommentatoren forderten 2010 sogar, ihn zu töten. Die erste Bekanntschaft mit der Justiz macht Assange aber in Schweden. Kurze Zeit nach den brisanten Veröffentlichungen werden ihm nach einem Besuch in Schweden 2 Fälle sexueller Belästigung vorgeworfen. Assange reist daraufhin nach London und stellt sich nach einem internationalen Haftbefehl aus Schweden der britischen Polizei, die ihn in Untersuchungshaft nimmt. Durch Spenden seiner Anhänger kommt er auf Kaution frei, muss allerdings einige Auflagen erfüllen. 2011 wird währenddessen in den USA eine Grand Jury aus mehreren Geschworenen eingerichtet, die entscheiden soll, ob man Assange für Spionage anklagen kann, was die Todesstrafe bedeuten könnte. Im Juni 2012 flüchtet Julian Assange dann in die Botschaft Ecuadors, aus Angst, dass nach der Auslieferung an Schweden auch die Auslieferung an die USA drohen könnte. Er kann in der Botschaft nicht von der britischen Polizei verhaftet werden, da in Botschaften das Recht des jeweiligen Landes gilt und so eine Verhaftung gegen das Wiener Übereinkommen aus dem Jahr 1961 verstoßen würde, das die diplomatischen Beziehungen zwischen Staaten und die Rolle von Botschaften regelt. Dafür postiert die britische Polizei ab jetzt für 3 Jahre lang Polizeibeamte vor der Botschaft, die Assange festnehmen könnten. Die Kosten werden im Nachhinein auf umgerechnet fast 14
Millionen Euro geschätzt, gebracht hat es nichts. Der ecuadorianische Außenminister Ricardo Patino gibt dann 2 Monate nach der Aufnahme Assanges am 16. August 2012 bekannt, dass dieser politisches Asyl beantragt hat und Ecuador diese Bitte erfüllen werde. 2017 stoppen die schwedischen Behörden dann die Ermittlungen gegen Assange fürs Erste und lassen die Anklage fallen, weil es zurzeit keine Möglichkeit gäbe, das Verfahren fortzuführen. Im Dezember desselben Jahres bekommt Assange die ecuadorianische Staatsbürgerschaft. Er hält sich weiter in der ecuadorianischen Botschaft in London auf. Doch das ändert sich dann im April 2019, als in den sozialen Netzwerken Bilder des damaligen ecuadorianischen Präsidenten Moreno auftauchen, die ihn mit einem Korruptionsskandal in Verbindung bringen. Die Regierung Ecuadors macht für die Bilder WikiLeaks verantwortlich und wirft Assange vor, erneut gegen seine Asylbedingungen zu verstoßen. Keine 2 Wochen später lädt dann die Regierung Ecuadors die britische Polizei in die Botschaft ein und Assange wird verhaftet. Da er gegen die Kautionsauflagen verstoßen hat, indem er in die Botschaft geflüchtet ist, wird er zu 50 Wochen Haft verurteilt, obwohl eine UN-Arbeitsgruppe das Urteil als nicht verhältnismäßig und nicht notwendig kritisiert. 2021 entzieht ihm, nach der Wahl in Ecuador, ein Gericht in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito auch noch seine Staatsbürgerschaft, offiziell wegen eines verwaltungstechnischen Fehlers. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Entzug des Passes vom neuen konservativen Präsidenten politisch motiviert gewesen ist. Aber zurück ins Jahr 2019 und erstmal in die USA. Dort wird Assange in einer zweiten, erweiterten Anklage in 18 Punkten angeklagt, und zwar unter dem Espionage Act aus dem Jahr 1917. Ihm wird vorgeworfen, sich mit der ehemaligen US-Soldatin Chelsea Manning verschworen zu haben, um an Material des US-Militärs zu kommen, was besonders amerikanische Informanten gefährdet habe. Es werden unter anderem die Cablegate-Affäre und die Dokumente aus dem Afghanistan- und Irakkrieg genannt. Manning macht immer wieder Bekanntschaft mit der US-Justiz, da sie als Whistleblowerin verdächtigt wurde und dann später nicht gegen Assange aussagen wollte, was ihr beide Male Haftstrafen eingebracht hat. Zurzeit ist sie aber wieder freigelassen. In der Anklage, die Assange betrifft, wird er auch beschuldigt, der nationalen Sicherheit Amerikas schweren Schaden hinzugefügt und diese beeinträchtigt zu haben. Außerdem habe er Spionage und Geheimnisverrat betrieben. Für 17 dieser 18 Punkte drohen Assange je 10 Jahre Haft und bei einem Punkt, nämlich dass er sich unerlaubt in einen Computer gehackt habe, drohen maximal 5 Jahre Haft. So entsteht die theoretische Höchststrafe von 175 Jahren. Allerdings weist das US-Justizministerium auf seiner Webseite zur Assange-Anklage darauf hin, dass das Strafmaß in der Regel unter der maximalen Strafe liegt. Trotzdem will Assange nicht in die USA ausgeliefert werden und so beginnt vor den britischen Gerichten das anfangs erwähnte Tauziehen. Im Juni 2019 bestätigt der damalige britische Innenminister den Auslieferungsantrag der USA zum ersten Mal. Ob Assange aber wirklich ausgeliefert wird, darüber soll dann ein Gericht entscheiden, was ein halbes Jahr später im Februar 2020 zum ersten Mal tagt. In der Zwischenzeit ließ die schwedische Staatsanwaltschaft die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung endgültig fallen, die Beweislage sei zu dünn. Damit geht das Verfahren, mit dem das ganze Drama um Assange seinen Anfang fand, ohne Ergebnis zu Ende. Im Januar 2021 kommt das britische Gericht zum Entschluss, Assange kann erstmal nicht ausgeliefert werden. Es bestehe die Gefahr, dass er sich in der Isolationshaft in Amerika das Leben nehme. Ein paar Monate zuvor hatte ein Psychiater davor gewarnt, dass Assange auch in Großbritannien Suizid begehen könnte und Halluzinationen habe. 2 Tage nach der Gerichtsentscheidung am 6. Januar 2021 kassiert Assange dann aber auch eine Niederlage vor Gericht. Er darf nicht noch einmal auf Kaution frei, da es Gründe für die Annahme gebe, dass er fliehen würde. Noch einen Monat später im Februar macht der neue US-Präsident Biden dann deutlich, dass er ebenfalls Assange in die USA bekommen möchte, und so legen die Vereinigten Staaten im Oktober 2021 Berufung gegen das erste Urteil ein. Und am 10. Dezember 2021 bekommen sie auch Recht. Das Berufungsgericht urteilt, Assange dürfe an die USA ausgeliefert werden. Den Richtern reichten dieses Mal die Zusicherungen der USA. Spezialmethoden würden nicht angewendet und Assange könne in ein australisches Gefängnis verlegt werden. Die Richter ordneten an, dass der Fall noch einmal an die untere Instanz zurückgegeben werde, mit der Weisung, dass Innenministerin Patel die endgültige Entscheidung treffen solle. Gegen diese Entscheidung wiederum wollten Assanges Anwälte Berufung einlegen, doch die nächsthöhere Instanz, der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof Großbritanniens, wies den Berufungsantrag dann im März 2022 zurück, da es nicht genug Rechtsgründe dafür gebe. Und so urteilte das Londoner Bezirksgericht einen Monat später entsprechend, dass Assange ausgeliefert werden könne, die Entscheidung aber bei der britischen Innenministerin liege. Und Priti Patel hat dem ja bekanntlich zugestimmt, damit wären wir wieder am Anfang des Videos. Worauf wir aber noch nicht wirklich eingegangen sind, ist das Lebenswerk Assanges. Und deshalb kommen wir jetzt zu WikiLeaks an sich, dem Projekt, weshalb Julian Assange nun 175 Jahre Haft drohen. Die Enthüllungsplattform ist laut eigenen Aussagen eine multinationale Medienorganisation mit zugehöriger Bibliothek, die sich auf die Analyse und Veröffentlichung großer Datensätze spezialisiert hat, falls diese zensiert oder nur eingeschränkt zugänglich sind. So schreibt WikiLeaks auf seiner Website. Insgesamt habe WikiLeaks über 10 Millionen Dokumente und Analysen veröffentlicht. Zu den größten Enthüllungen gehört neben den sogenannten Kriegstagebüchern aus Afghanistan und Iran die Guantanamo-Akte, in der von Misshandlungen und Folter im US-amerikanischen Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba berichtet wird. 2015 berichtet WikiLeaks außerdem von Abhörungen des US-Auslandsgeheimdienstes NSA,
von dem unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier betroffen waren. Durch diese zahlreichen Enthüllungen von US-Machenschaften in allen möglichen Bereichen hat die USA nun ein Interesse darin, diesen aus ihrer Sicht gefährlichen Spion festzunehmen und ungefährlich zu machen. Doch die Plattform WikiLeaks wird auch vom eigentlichen Unterstützer nicht nur als die gutartige Enthüllungsplattform gesehen, die für Gerechtigkeit und Transparenz sorgt, auch die Kritik ist groß, was unter anderem an Gründer Julian Assange liegt. So wurde zum Beispiel an dem erwähnten Video zum Irakkrieg kritisiert, dass es nicht unbearbeitet, sondern geschnitten veröffentlicht wurde. Und Cablegate sorgte für Kritik, weil die Namen der Informanten nicht geschwärzt worden waren. Viele Unterstützer sahen dann 2016 ein weiteres Problem, denn Assange mischte sich mit Leaks zur demokratischen Präsidentschaftskandidaten Clinton in den US-Wahlkampf ein und schwächte diese. Kritiker sahen darin eine politische Meinung, die Assange verbreiten wolle und die über den neutralen Einspruch der Plattform hinausgehe. Und so gab es dann immer mehr Forderungen nach einem Rückzug von Assange aus WikiLeaks. Heute geht es, wenn man den Namen hört, aber vor allem um die Auslieferung an die USA und die möglicherweise lebensbedrohliche Situation, die ihm dort nach Ansicht einiger Experten droht. So viel zu Assange und WikiLeaks. Abonniert doch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.